Forstarena Praxisreport. Das ist das Format, wo wir den Kunden, seinen Betrieb und seine Pflanzenmaschine in den Vordergrund stellen. Heute zeigen wir euch die Forstraupe Moritz beim Forstbetrieb von Heeren. Wir haben 2 spannende Einsätze vorbereitet und damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Forstarena Praxisreport, powered by Pfanzelt. Peter von Heeren betreibt ein kleines Forstunternehmen und bewirtschaftet darüber hinaus 12 Hektar Eigenwald im oberbayerischen Rottenbuch. Hier begleiten wir einen Durchforstungseinsatz mit dem Harvester, den der Waldbesitzer mit seiner ferngesteuerten Forstraupe Moritz unterstützt. Das ist jetzt bei mir in meinem eigenen Wald in der Ammerschlucht und wir machen eine Durchforstung, eine Erstdurchforstung. Und durch das, dass die Rückegassen nach PEFC und der Wald ist PEFC zertifiziert, mindestens 30 Meter Abstand haben müssen, kommt halt immer wieder der Fall vor, dass man was zufällen muss, weil es der Harvester nicht erreicht. Oder dass man was zuseilen muss, wenn es einfach nicht anders geht und man nicht in Richtung Harvester oder Rückegasse fällen kann, sondern aus irgendwelchen Gründen man halt Seil braucht, um das Ganze zuzurücken. Peter von Heeren fällt weiter entfernte Bäume mit der Kettensäge und zieht sie mit der Seilwinde in die Kranreichweite des Harvesters, der sie gleich im Anschluss aufarbeitet. Eine von vielen Maßnahmen im Rahmen der PEFC-Zertifizierung zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Die Rückegassenabstände werden natürlich so gehalten, damit man den möglichst wenig Druck auf den Boden bringt. Und da kommt auch wieder der Moritz ins Spiel, weil der durch seinen geringen Bodendruck natürlich einmal irgendwo näher hinfahren kann von der Rückegasse her und den Boden nicht so belastet. Er passt gut ins Gelände, er passt gut in meine Steilhänge, die ich hier habe, er passt gut in die auch teilweise nassen Flächen, weil das natürlich am Hang druckt immer mal irgendwo eine Quelle raus und dann ist halt einmal ein nasses Loch, wo man rein muss, wo ich halt mit der anderen Maschine nicht reinkommen darf. Diese Erfahrungen bestätigt auch Jürgen von der Goltz, der als Förster für die WBV Schongau arbeitet und dort die Harvester- und Rücke-Einsätze betreut. Zum ersten Mal arbeiten wir jetzt mit dieser Maschinentechnik als Kombi-Maschine zum Harvester. Diese Maschine bewährt sich als gute Alternative oder Ergänzung zum herkömmlichen Seilschlepper. Diese Maschine ist wendiger, ist auch flexibler einsetzbar als jetzt zum Beispiel ein Seilschlepper. Hat trotzdem, ich glaube, eine Zuglast von knapp 6 Tonnen und ist auch ausstattbar von der Seillänge bis zu 100 Meter. Ich setze darauf, es hat sich bewährt, vor allem auch von den Bodenschäden her. Jene Bäume, die zu stark für den Harvester sind, fällt Peter von Heeren manuell mit der Kettensäge. Auch hier leistet der Moritz wertvolle Dienste. Nachdem der Forstunternehmer den Fellkerb geschnitten und den Baum ans Seil genommen hat, lenkt er die Zugrichtung nach hinten um, damit er die Raupe außerhalb des Gefahrenbereichs platzieren kann. Zur Sicherheit hängen wir den Moritz an einem stehenden Baum an. Zu groß sind die Kräfte, die auf das Seil übertragen werden. Bei Problembäumen wie dieser großen Esche ist Vorsicht geboten. Denn in der Krone sitzt viel totes Holz, das jederzeit herunterfallen kann. Nachdem er den Fellschnitt gesetzt hat, zieht Peter von Heeren den Baum mit der Funkseilwinde zu Boden. Doch es rührt sich nichts. Das klangt noch nicht. Hier kommt ein spezielles Feature des Moritz zum Tragen. Jetzt in dem speziellen Fall war es tatsächlich so, dass ich zu wenig weit vorgeschnitten habe und ich zu viel zirken hätte müssen. Und das habe ich dann irgendwann gespannt und dieses langsame Lösen der Winde und das auch noch steuerbar von der Geschwindigkeit, das ist natürlich bei sowas hervorragend, weil bei einer normalen Forstwinde, wenn ich da auf Lösen gehe, dann
geht die Kraft raus, das ganze Seil entspannt sich mit Schwung und der Stamm kommt natürlich ins Wackeln in dem Moment, wo der zurückkommt. Und da kann ich ganz langsam zurückfahren, gerade bei den Eschen, wo leicht einmal was wegbricht. Es ist halt einfach ein Sicherheitsfaktor, der einem wahnsinnig hilft. Und das ist ein Feature, das habe ich jetzt schon öfter gebraucht und das ist was ich nicht mehr missen will. Hauptberuflich arbeitet Peter von Heeren für eine Firma, die sich mit der Digitalisierung in der Forstwirtschaft befasst. Den Forstservice betreibt er nebenbei. Dazu hat er sich vor einem Jahr den Moritz gekauft. Ausschlaggebend war in erster Linie die Mobilität der kleinen Funkraupe. Mein Wald, wie ich gesagt habe, liegt an der Ammerschlucht zwischen Schongau und Oberammergau und ich selber habe aber der Liebe wegen mich entschieden, dass ich am Bodensee ziehe. Und den Moritz kann ich halt schön auf dem Hänger hinten aufladen und überall hin mitnehmen und kann meine Einsätze sowohl im eigenen Wald machen, aber auch Einsätze am Bodensee im Forst machen. Das macht den Moritz für mich sehr attraktiv, weil ich einfach sehr mobil bin damit. Die Alternative wäre, dass ich mir hier einen Schlepper hergestellt hätte und mit dem Schlepper mit 40 km/h fahrt man keine 170 Kilometer. Das heißt, der Schlepper wäre immer hier gestanden und immer wenn ich hierher komme, wäre wahrscheinlich gerade Batterie leer gewesen, dass ich, wenn ich draufsteige, auch wieder keine Maschine gehabt hätte. Und so habe ich halt eine Maschine, die ich immer im Zugriff habe, egal ob ich hier bin oder ob ich am Bodensee bin. Und ich kann meine Dienstleistungen natürlich auch in einem größeren Bereich anbieten. Der Moritz kann aber noch mehr als nur Holz rücken. Er ist ein ferngesteuerter Geräteträger, der sich auch für viele andere Einsätze nutzen lässt, beispielsweise zum Mulchen. Dazu bauen wir an der Hofstelle zunächst das Rückeschild ab. Die Winde hebt Peter von Heeren mit einer speziellen Vorrichtung aus dem Fahrzeuginneren heraus. Jetzt ist der Anbauraum frei, um die Forstfräse Max anzubauen. Ein leichter, aber dennoch leistungsstarker Forstmulcher, den Pfanzelt speziell für den Moritz entwickelt hat. Mit etwas Übung schafft man den kompletten Umbau in etwa 10 Minuten. Die einzelnen Schritte zeigen wir euch im ausführlichen Technikvideo, das ihr ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal findet. Wir laden den Moritz wieder auf den Anhänger und fahren in den Wald, wo uns Peter von Heeren die Gerätekombination im Einsatz vorführt. In diesem Fall nutzt der Forstunternehmer die Maschine, um Pflegegassen in eine Naturverjüngung zu mulchen, damit der dichte Bestand besser zugänglich wird. Die Biomasse wird zerkleinert und an Ort und Stelle in den Boden eingemischt. Auch bei diesem Einsatz macht der Moritz eine gute Figur. Da ist es zum einen ein bisschen nass, da spielt das Gewicht wieder eine Rolle, dass ich keine Lorsen reinfahre oder keine Spuren reinfahre. Und zum anderen ist er schön wendig, hat aber gleichzeitig auch die nötige Bodenfreiheit, dass wenn einmal ein Stock kommt oder so, dass ich drüber fahren kann. Der Antrieb ist halt, der Stummel geht direkt vom Motor raus, der Zapfwellenstummel. Das heißt, die 75 PS vom Motor kommen auch zu 100% an der Fräse an. Damit habe ich die nötige Kraft, dass ich stärkere Fichten wegmulchen kann und abfräsen kann und die Stöcke dann auch noch weg sind. Die Forstfräse Max erweitert das Einsatzspektrum und hilft dem Unternehmer, die Raupe ganzjährig auszulasten. Die Anbaufräse bringt mir natürlich noch eine zusätzliche Möglichkeit ein, damit ich Flächen fräsen kann, vor allem zu Zeiten, wo nicht so viel Holz wird, wo ich die Winde gar nicht einsetzen könnte. Und noch ein zusätzliches Kundenklientel, weil zum Beispiel Kommunen neben den Wegen oder so kann man halt dann auch anbieten, dass man ihnen die frei fräst. Und die Kommunen sind dankbar dafür, weil sie eigentlich niemanden haben, der ihnen, wenn es einmal um Flächen geht, die nicht direkt an der Straße sind, an der Teerstraße sind, weil sie jemanden haben, der ihnen das auch frei halten kann. Vielseitig einsetzbare und bodenschonende Forstmaschinen wie der Moritz von Pfanzelt werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Davon ist Peter von Heeren fest überzeugt. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die Waldbewirtschaftung zukünftig ohne Zertifizierung nicht mehr möglich sein wird. Das kommt schon allein von daher, weil die Bauwirtschaft den Nachhaltigkeitsnachweis haben möchte. Das heißt, wenn ich mich nicht PEFC oder FSC zertifizieren lasse, wird es vermutlich in Zukunft schwer werden, Holz zu verkaufen. Und genau in diesen Zertifizierungen ist natürlich Bodenschonung und so weiter ein ganz großes Thema.
Und da werden Maschinen wie der Moritz oder auch, wie man es jetzt vorhin gesehen hat, der Harvester, der mit breiten Ketten daherkommt und bei weitem nicht so schwer ist, die werden da eine große Rolle spielen. Und ich sehe da eine ganz große Zukunft drin in solchen Maschinen, in solchen Spezialmaschinen, wobei wir natürlich auch um die Großmaschinen nicht rumkommen. Für seine Größe kann der Moritz viel und ich habe einen Käferhieb gehabt dieses Jahr, da habe ich Stämme mit 1,5 Kubik mit Haut und Haar an einem Platz zusammengezogen, da aufgearbeitet und das hat alles bestens funktioniert. Und wenn er dann doch einmal schwer ist, dann ist es halt so, dass man das Maßband holt, den Baum einmal abschneidet und halt zweimal fährt. So, wir haben den Moritz in 2 verschiedenen Einsätzen gesehen. Einmal mit der Seilwinde, einmal mit der Forstfräse Max. Wir haben quasi von der Rücke-Vorlieferraupe umgebaut auf den ferngesteuerten Geräteträger. Der Moritz kann aber noch viel, viel mehr. Er ist die Komplettlösung für die naturnahe Waldbewirtschaftung. Was er noch alles kann, bzw. was für Technik hier unter dem Moritz verbaut ist, das alles seht ihr in einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal.